Was kostet es, ein Jahr lang zu reisen? Das ist wohl eine der meistgestellten Fragen. Wir würden uns definitiv als Low Budget bezeichnen und am Ende des Videos werdet ihr verstehen, warum. In Leipzig haben wir unsere Jobs als Sozialarbeiter gekündigt, unsere Wohnung aufgegeben und fast alles, was wir besaßen, verkauft und verschenkt, um uns am 1. März 2023 in die weite Welt zu begeben. Wir hatten keinen festen Plan, nur, dass wir langsam reisen wollen. Und mittlerweile verbinden wir auf unserer Weltreise Freiwilligenarbeit mit House-Sitting, sodass wir nicht nur an Unterkunft sparen, sondern auch tief in die Kultur eintauchen können. Und ansonsten suchen wir immer die günstigste Option beim Reisen, zum Beispiel immer eine Unterkunft mit Küche. Und wenn wir nicht das lokale Essen an kleinen Straßenständen probieren, dann kochen wir ausschließlich selber und damit sparen wir immens viel Geld. Und ansonsten, auch wenn wir günstig reisen, lassen wir kein Highlight in den Ländern aus. Wir sind zwar nicht reich an Geld, aber dafür reich an Zeit. Bisher waren wir ausschließlich in Lateinamerika unterwegs. Wir haben jeden Tag unsere Ausgaben notiert und können deswegen sagen, wie viel Geld wir ausgegeben haben. Und dieses Wissen teilen wir jetzt mit euch. Viel Spaß dabei! Argentinien war das erste Land auf unserer Weltreise und wir hätten nie gedacht, dass wir über 3 Monate dort bleiben würden. Dieses Land ist riesig und das 8. Land der Welt. Da wir ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren, konnten wir diese gewaltige Dimension dieses Landes bei stundenlangen Busfahrten sehr gut kennenlernen. Genauso groß wie das Land ist auch die Herzlichkeit der Menschen, mit denen wir Zeit verbringen durften. In Argentinien haben wir in vielen verschiedenen Projekten mitgewirkt. Wir halfen in einem Sprachcamp für deutsche Sprache aus, arbeiteten auf einem Bauernhof in Patagonien, lernten auf einem Weingut bei Mendoza alles über die Herstellung von gutem Wein, durften in Córdoba bei Freunden mehr über Hydroponik, also über den Pflanzenanbau ohne Erde erfahren und abschließend arbeiteten wir in der Nähe der weltberühmten Iguazu-Wasserfälle in einem Naturreservat. Von den 3,5 Monaten, die wir uns in Argentinien befanden, engagierten wir uns 2,5 Monate in Projekten. Wir haben durch die vielen spannenden und herzlichen Begegnungen die argentinische Kultur intensiv kennengelernt und dadurch zusätzlich auch gewaltig gespart. Wir blieben insgesamt 110 Tage in Argentinien und haben dafür 1.988,40 € ausgegeben. Das sind zusammen pro Tag 18,07 € und pro Tag pro Person sind wir dann bei 9,03 €. Zu Paraguay haben wir gar nicht so viel zu erzählen. Wir sind für ein Projekt von Argentinien kurz rübergefahren. Bei dem freiwilligen Projekt haben wir viel über Permakultur, Landwirtschaft und Selbstversorgung gelernt. Wir waren nur 6 Tage dort und haben für unseren gesamten Paraguay-Aufenthalt nur 40 € bezahlt, was zusammen 6,66 € pro Tag bzw. 3,33 € pro Tag und pro Person sind. Wir sind nach Chile gefahren, um dort die Atacama-Wüste, die trockenste Wüste der Welt, zu erleben. Noch nie zuvor in unserem Leben haben wir eine derartige Landschaft erleben dürfen. Einfach nur wow! Alles, was wir dort erlebten, waren für uns Highlights. Wir machten eine Tour zu den Los Geysires del Tatio, das größte Geysirfeld der Südhalbkugel und das drittgrößte der Welt. Wir fuhren auf Fahrrädern durch die Landschaft zum Valle de la Luna und bewunderten den atemberaubenden Ausblick über die gesamte Umgebung von Pucará de Quitor. Wir waren nur 3 Tage in Chile, aber unserem Geldbeutel tat das so gar nicht gut. In dieser Zeit haben wir insgesamt 318,47 € ausgegeben. Das sind pro Tag zusammen 106,15 € bzw. pro Tag und pro Person sind wir da bei 53,07 €. In Bolivien haben wir uns verliebt. Das Land hat kulturell und landschaftlich so viel zu bieten und die Menschen dort sind so lieb und herzlich zu uns gewesen. Wir werden auf jeden Fall nicht das letzte Mal in Bolivien gewesen sein. Unsere Reise durch Bolivien fing mit der Salar de Uyuni an, der größten Salzwüste der Welt. Man kann diese Dimensionen von Weite, Wüste und Salz gar nicht in Worte fassen. Es ist ein Erlebnis, das man nicht beschreiben kann. Nach diesen Impressionen ging es für uns weiter ins Landesinnere, in einen kleinen, verschlafenen Ort, wo wir ein Kulturzentrum unterstützten und mehr über die Geschichte, Kultur und Politik des Landes erfahren durften.
Unser letztes Projekt in Bolivien führte uns in den bolivianischen Regenwald. In der Nähe des Ortes Samaipata halfen wir dort einer Familie in einem Naturschutzprojekt und genossen die besondere Stimmung des Ortes und die Ruhe der Umgebung. Die Hauptstadt La Paz war laut, wuselig und gleichzeitig total beeindruckend. Kulturell gibt es dort einiges zu erleben. Wir besuchten dort den Lucha Libre, das Cholita Wrestling. Starke Frauen und pures Entertainment auf 16 Quadratmetern. Außerdem gibt es in La Paz den größten Freiluftmarkt in ganz Südamerika. Die gesamte Umgebung von La Paz ist perfekt für Ausflüge jeglicher Art. Wir verbrachten unseren Hochzeitstag auf der gefährlichsten Straße der Welt, der sogenannten Todesstraße. Mit Mountainbikes fuhren wir adrenalingeladen die schmale und unbefestigte Straße entlang. Unsere Zeit in Bolivien beendeten wir mit der Ankunft am Titicacasee, wo wir auf der Isla del Sol übernachteten und im Hafenstädtchen Copacabana die jährliche Segnung von Autos erleben durften. Wir waren 46 Tage in Bolivien unterwegs und haben für diese Zeit 1.011,82 € ausgegeben. Das sind zusammen pro Tag 21,99 €, also sind wir damit pro Tag und pro Person bei 10,99 €. Peru hat den Tourismus verstanden. Das Land ist so reich an Kultur, Geschichte und die peruanische Küche ist eine Offenbarung. Genauso wie in Bolivien hätten wir gerne mehr Zeit in Peru gehabt. In Peru arbeiteten wir 3 Wochen in einer Cevicheria in Cusco und haben dadurch unsere peruanische Familie gefunden. Die Zeit war fantastisch, weil wir nicht nur zusammen im Restaurant gearbeitet haben, sondern auch in das Familienleben integriert wurden. Wir gingen zusammen essen, tanzten, erlebten, wie der Cousin Vater wurde, kochten, tranken und sangen zusammen zu Modern Talking. Außerdem waren wir dabei, wie das Kind der Familie laufen lernte und vor unseren Augen die ersten Schritte ging. Es war perfekt. Cusco und die gesamte Umgebung bietet unzählige Ausflugsziele. Wir besuchten viele Inka-Ruinen und erfüllten uns auch unseren Kindheitstraum, den Besuch von Machu Picchu. Wow! Nach Cusco ging es weiter Richtung Norden. Wir sahen die Nazca-Linien, waren bei der Wüstenoase Huacachina und erlebten das bebende Lima. In Oxapampa hatten wir unsere erste House-Sitting-Erfahrung, die leider ein kompletter Reinfall war. Auf dem Rückweg nach Lima wurden wir mitten in der Nacht von einem Busbrand geweckt und konnten noch als die letzten Fahrgäste an den Flammen vorbei aus dem Bus fliehen. Mit diesem Schock in den Knochen und einer leichten Rauchvergiftung erholten wir uns und unsere Lungen in den Bergen von Huaraz. Dort erlebten wir unsere schönste Wanderung in ganz Südamerika, zur Laguna 69. Nach einigen Tagen ging es weiter Richtung Norden, wo wir in Trujillo auf den Spuren der Chimo-Kultur waren, bevor wir an den Stränden von Mancura unseren Aufenthalt in diesem Land beendeten. Wir waren 56 Tage in Peru und haben in dieser Zeit 1.242,43 € ausgegeben. Das sind zusammen täglich 22,18 € bzw. 11,09 € pro Tag und pro Person. Das Land Ecuador hat bei uns seine Narben hinterlassen. Aber die ersten Tage in Ecuador waren großartig. Im Vergleich zu seinen Nachbarländern ist Ecuador sehr klein. Man kann innerhalb eines Tages vom Pazifik über die Anden in das Amazonasgebiet reisen. Und das ist schon der Wahnsinn. Leider wurden wir nach wenigen Tagen in Ecuador im Bus komplett bestohlen, sodass wir Laptop, Kamera, Drohne, Speicherkarten, Handy, Mikrofon, alles verloren haben. Ganz besonders schlimm war der Verlust unserer festgehaltenen Erinnerungen, der Fotos und der Videos, weil wir keine Cloud hatten. Glücklicherweise hatten wir in Quito ein House-Sitting, sodass wir es dort einigermaßen geschafft haben, das Erlebte zu verarbeiten. Außerdem haben uns Familie, Freunde und die Travel Community mit einer Spendenkampagne und unterstützenden Worten geholfen, mit dem Schmerz und dem Verlust umzugehen. Vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Wir waren 34 Tage in Ecuador und haben in dieser Zeit 700,92 € ausgegeben. Das sind zusammen täglich 23,30 € bzw. pro Tag und pro Person sind wir dabei 11,65 €. Wegen den Erlebnissen in Ecuador stand Kolumbien für uns unter keinem guten Stern. Von Quito aus ging es sehr schnell nach Medellin, weil dort ein House-Sitting auf uns wartete. Wir blieben dort 3 Wochen und konnten die Stadt somit sehr gut kennenlernen.
Dort renovierten wir in der Comuna 13, dem ehemals gefährlichsten Viertel der Stadt, eine Schule und erlebten auf den Straßen Hip-Hop-Kultur. Wir feierten Annis Geburtstag im Botanischen Garten und erkundeten die schöne Umgebung des Ortes. Nach der pulsierenden Stadt Medellin zog es uns in die Natur und wir fuhren in die ländlichen Gegenden der kolumbianischen Kaffeekultur. Wegen seiner Entspanntheit und des Kaffeegeruchs in der Luft verliebten wir uns in das Örtchen Jardín. Kurz danach ging es für uns nach Salento, wo wir im Cocora-Tal die höchsten Palmen der Welt bestaunten. Wer Palmen bis dahin noch nicht liebt, wird es danach auf jeden Fall tun. Für ein Workaway-Projekt fuhren wir dann wieder zurück nach Jardín und feierten Weihnachten in der Nähe von Medellin, bevor es kurz danach zum Flughafen und damit Richtung Kuba weitergehen sollte. Wir waren insgesamt 45 Tage in Kolumbien und gaben in dieser Zeit 1.144,39 € aus. Zusammen sind das täglich 25,43 €, also sind wir pro Tag und pro Person bei 12,71 €. Kuba war unser erstes Reiseland, was wir rein touristisch besuchten. Leider wussten wir vorher nicht, dass günstiges Backpacking und Kuba nicht sehr gut zusammenpassen. Wir hatten anfangs sowas wie einen Kulturschock, was wir selbst nicht verstehen konnten, da wir zu diesem Zeitpunkt schon 10 Monate unterwegs waren. Die Umstände und das Leben vor Ort waren absolut anders, als wir es zuvor in ganz Südamerika erlebt hatten. Nach einiger Zeit schafften wir es, Kuba zu verstehen und uns auf das Land einzulassen, sodass wir es am Ende auch sehr genießen konnten. Wir rauchten Zigarren, tranken Rum und erlebten die Vorzüge von Havanna. In Kuba erkundeten wir das erste Mal auf unserer Weltreise die Unterwasserwelt im Karibischen Meer und kamen in den Genuss von Palmen, Stränden und warmen Temperaturen. Die bunte Kolonialstadt Trinidad gefiel uns sehr und wir liebten es, die Umgebung zu erkunden und die Kultur kennenzulernen. Unsere Reise durch Kuba beendeten wir mit unserem absoluten Highlight, dem Örtchen Vinales. Wir wanderten zu Monolithen, bestaunten Wandmalereien, sahen die Tabakpflanzen auf den Feldern gedeihen und liefen durch Höhlen. Wir waren insgesamt 27 Tage in Kuba unterwegs und gaben in dieser Zeit 808,24 € aus. Damit ist Kuba unser teuerstes Reiseland bisher mit 29,93 € pro Tag zusammen bzw. 14,96 € pro Tag und pro Person. Von Kuba ging es für uns nach Panama und der Kontrast hätte nicht größer sein können. Wir haben noch nie eine Stadt wie Panama City vorher gesehen. Wolkenkratzer direkt am Meer und Shoppingmalls vom unbegreiflichen Ausmaß. Das absolute Gegenteil von allem, was Kuba hat. Wir genossen es, wieder in Supermärkten einkaufen zu gehen und auf lokalen Obst- und Gemüsemärkten gute und frische Nahrung zu finden. Panama City hat neben Hauptstadtfeeling aber noch viel mehr zu bieten. Eine tolle Strandpromenade, wo Waschbären am Abend auf dich warten, den tropischen Naturpark Metropolitan mit Faultieren, natürlich den legendären Panama-Kanal sowie das historische Stadtzentrum. Unser Highlight in Panama City war der Besuch des Karnevals. Aus der Hauptstadt ging es für uns weiter in das gemütliche Örtchen El Valle de Anton, da wir hier bis Mitte März bei einem House-Sitting sind. In El Valle genießen wir besonders die Ruhe der Natur. Und, spannender Fakt zu diesem Ort, es ist einer der größten bewohnbaren Vulkankrater der Welt. In den 39 Tagen, die wir jetzt in Panama sind, haben wir insgesamt 867,69 € ausgegeben. Zusammen sind das täglich 22,14 €, also pro Tag und pro Person sind wir dabei 11,12 €. Und jetzt kommen wir zur Gesamtsumme für ein Jahr Weltreise. Unsere Reise, ein Jahr durch Lateinamerika, hat uns bisher 8.174 € gekostet. Aber dabei handelt es sich um gemeinsame Ausgaben. Also pro Person sind das für dieses eine Jahr 4.087 €. Und diese Zahl beinhaltet wirklich alle unsere Ausgaben vor Ort. Das meint Unterkünfte, Verpflegung, Transport bis hin zu der SIM-Karte im Telefon. Flüge und Versicherungen haben wir bisher ausgeklammert aus der Zahl. Diese addieren wir jetzt dazu. Bisher sind wir insgesamt 3-mal geflogen. Einmal von Deutschland nach Buenos Aires, dann das 2. Mal von Kolumbien nach Kuba und das 3. Mal von Kuba nach Panama. Das hat uns bisher zusammen 1.844,81 € gekostet. Unsere Reisekrankenversicherung kostet uns für 2 Personen monatlich 107,87 €. Sodass wir beide zusammen 1.294,08 € bisher dafür bezahlt haben.
Das alles zusammengerechnet ergibt eine stolze Summe von 11.312,89 Euro für uns beide zusammen. Pro Person ist das also für ein Jahr Reisen, was alles zusammen meint, 5.656,44 Euro. Das bedeutet, im Durchschnitt haben wir täglich zusammen 30,99 Euro ausgegeben, was pro Tag und pro Person für ein Jahr Reisen 15,49 Euro meint. Das waren unsere Gesamtkosten für unser erstes Jahr Weltreise. Was denkt ihr darüber? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Ciao!